Hier in der Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg machte sich Ende der 1990er Jahre ein Mann darüber Gedanken, was aus dem Verkehrslandeplatz Kassel-Calden werden könnte. Ulrich Spengler wird das Thema Flughafen Kassel 25 Jahre lang beschäftigen. Wir wussten, dass der aktuelle Flughafen zu dem Zeitpunkt nicht mehr geeignet sein würde oder schon nicht mehr war, um die Fluggeräte, die man braucht, um Linienflüge und Charterflüge zu machen, abwickeln zu können. Und es gab einen Investitionsstau über Jahre hinweg angelaufen, der auch hätte abgearbeitet werden müssen, um ihn überhaupt so in der Form, wie er da war, weiter zu erhalten, aber ohne ihn dann entwickeln zu können. Spengler schreibt Ideenpapiere, Konzepte. Ein erstes Gutachten prognostiziert einem Neubau 800.000 Passagiere pro Jahr und Gewinne nach 6 Jahren. Früh aber werden Zweifel laut. Jan Helmuth hat die Pläne für den Flughafen, die Diskussionen um Aus- oder Neubau von Anfang an verfolgt. Eine Bedarfsermittlung ist nie seriös erfolgt. Was da produziert worden sind, waren schon immer Verkaufsargumente, waren schon immer Hoffnungen, Wünsche und viel Schaum. Ein neuer Flughafen, ist er notwendig? Kann er Erfolg haben? An einem Ort, um den es herum nun wirklich keinen Mangel an Flughäfen gibt? Das Geschäftsmodell der Regionalflughäfen analysiert für die Deutsche Bank Erik Heimann. Wir haben eine relativ hohe Dichte an Flughäfen in Deutschland. Das heißt, selbst wenn man etwas abseits der großen Flughäfen wohnt, ist man doch meistens in 1,5 bis 2 Stunden maximal an einem Flughafen und kann von dort aus dann auch die Welt bereisen. Die Ausbauprojekte, die wir in den letzten 10, 15 Jahren gesehen haben, haben sich in der Regel weder aus verkehrswirtschaftlicher noch aus anbindungstechnischer Sicht für die jeweiligen Regionen gelohnt. Es käme auch niemand auf die Idee, parallel zu einer nicht ausgelasteten Autobahn noch eine weitere zu bauen. Und doch gibt es in Kassel den Traum vom Fliegen in die weite Welt. Bereits in den 1990er Jahren groß geträumt am kleinen Verkehrslandeplatz. Der erste richtige Linienflug von Kassel nach Berlin. Anbieter ist die Berlin Spezialflug. Die junge Liniengesellschaft geht jedenfalls voller Zuversicht ans Werk. Bereits heute Morgen hatten sich 9 zahlende Gäste eingefunden, um nach Berlin zu chatten. Zum ersten Mal seit über 20 Jahren werden hier wieder Reiseflüge in den sonnigen Süden angeboten. Der Flug nach Mallorca war übrigens bereits nach 3 Tagen ausgebucht. Landung frei für die Air Malta. Ab sofort können Urlauber direkt von Kassel-Calden aus nach Malta fliegen. Individuelle Flüge europaweit. Mit diesem Konzept will Business Wings seit heute von Nordhessen aus einen neuen Markt erobern. Paris ist nun von Kassel-Calden aus in gut 2 Stunden erreichbar. Nichts von all dem hat Bestand. Und doch wird weiter geträumt. Was im Kleinen nicht funktioniert, funktioniert ja vielleicht im Großen. Der Flughafen, ein Infrastrukturprojekt, Arbeitsplätze für Nordhessen. So fordert es damals Ulrich Spengler von der IHK. Wir brauchen in Nordhessen Arbeitsplätze. Wer Arbeitsplätze schaffen will, braucht gute Infrastruktur. Dazu gehört unabdingbar ein Flughafen. Flughafen Kassel-Calden. Diese Position wird zum politischen Mantra des Mannes, der von 1999 bis 2010 Hessens Ministerpräsident war. Die Frage, ob es Regionalflughäfen geben muss oder nicht, ist ja eine fast philosophische geworden. Zur Realität gehört, es gibt sie, es wird sie auch weitergeben und am Ende werden sich Regionen daraus unterscheiden, ob sie in dieser Form erreichbar sind. Und dazu gehört nicht die Frage, ob man weiß, wo ein Flughafen ist, sondern ob man einen Flughafen hat. Der Bau verschlingt etwa 280 Millionen Euro, bezahlt zu 68% vom Land, zu jeweils 13% von Stadt und Landkreis Kassel und zu 6% von der Gemeinde Calden aus Steuergeldern. Das Geld steht nicht zur Verfügung für die Ausgaben für Schulen, für Bildung, für lokale andere Infrastruktur und andere Zwecke. Ich persönlich bleibe dabei, dass Regionalflughäfen in der Wirtschaftsstruktur in Deutschland eine Bedeutung haben. Und diejenigen, die solche Thesen vertreten, gewinnen oder verlieren Wahlen. Meine politischen Freunde und ich haben sie gewonnen. Auch andere Politiker wie der SPD-Oberbürgermeister von Kassel, Bertram Hilgen, setzen auf dieses Projekt. Dann wird Kassel-Calden die Drehscheibe für die Stadt und die Anbindung ans internationale Luftverkehrsnetz sein.
2013, internationale Tourismusbörse in Berlin. Wie geht's dir? Wunderbar. Ja, ja. Was macht Kassel? Kassel wächst und gedeiht. Das Ich bin ja freut da. uns alle. Fürchte dich nicht, ich bin jetzt in Kassel. Ein Monat vor Eröffnung des Kasseler Flughafenneubaus. Geschäftsführerin Maria Anna Muller trommelt für ihren Airport. Kassel braucht den Flughafen da, wo er sein soll, nämlich in Kassel. 4. April 2013. Entgegen vieler Gutachten, Kritikerurteile und Unkenrufe, der Flughafen Kassel-Calden wird eröffnet. Die erste Passagiermaschine hat den Aufsichtsratsvorsitzenden der Flughafen GmbH an Bord, den damaligen hessischen Finanzminister Thomas Schäfer. Für die Region wird sich der Flughafen lohnen, weil er eine zentrale Infrastrukturergänzung für diese nordhessische Boomregion ist. Kassels Tor zur Welt. Aufgeschlossen wurde es im April vor 10 Jahren.